So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir im letzten langen Part, ja, erst einmal wohl unser aktuelles Abenteuer in der Wüste abgeschlossen haben. Wir haben die Oase der Ewigkeit gefunden, Verräter eliminiert und darüber hinaus, ja, ein paar Runen auch wieder gefunden, die Zeit ein bisschen manipuliert und ja, mehr haben wir anscheinend wohl jetzt nicht zu machen. Weil beim Stamm der Tanit gab es, wie es aussieht, jetzt erstmal wohl keine weiteren Aufgaben bisher. Aber ich denke mal, da wird irgendwas noch kommen. Oder vielleicht gibt es schon irgendetwas, wo ich an einem anderen Ort vielleicht nachgucken müsste. Aber jetzt sind wir erstmal hier wieder an Mondstadt. Die Nacht des kristallklaren Seitenklangs geht, er sagt, noch 3 Tage. Da können wir demnächst. Oder ich könnte, sagt dort vielleicht, sagt offscreen. Also jenseits der Aufnahme vielleicht den Rest mal machen. Aber ansonsten wieder aufblühende Rosen. Weisheit unter dem Grün. Ein Kleidungsgeschenk. Ja, den Namen habe ich jetzt vergessen von ihr. Aber erneute Begegnung mit der Rosenhexe im Reich der Rosen. Keine Ahnung, wer jetzt eigentlich die Rosenhexe sein soll. Soll sie wirklich eine Rosenhexe gewesen sein? Aber was soll's. Der Verbindungsoffizier Effendi sucht für das Spantamad-Institut nach geeigneten Freiwilligen für eine längerfristige Forschungsarbeit. Ah, sieh mal an, wir müssen jetzt doch wieder zurück nach Sumeru. Und kein Wunder jetzt, sagt diese Kleidung. Ja, das ergibt natürlich jetzt auch Sinn. Grün ist ja nur sowieso die Kleidung von Sumeru. Die Kleider von Sumeru. Oh nein, was habe ich jetzt da gedrückt? Aber ja, grün ist meistens, er sagt, die Kleidung der Gelehrten. Tja, und ansonsten sollte ich, er sagt, jetzt vielleicht auch noch mal kurz demnächst mir so... Ah, Lisa. Ja, Lisa war der Name. Sollte ich, er sagt, sowieso auch mal den restlichen Legendenschlüssel mal einsammeln. Der Legendenauftrag von Elathan muss, er sagt, auch in Angriff genommen werden. Aber jetzt erst einmal wieder Reaktivierung des Wiederaufblühen der Rosen. Okay, das ging dann jetzt eigentlich ziemlich schnell. Autsch. Greetings! Welcome to the Citadel of Regzar. Would you be interested in taking on some commissions? Are there any easy jobs where we can earn loads of Mora for just standing around? Oh, better yet, for just sitting around? That's the kind of task we're interested in now. We don't currently have any commissions like that. However, I do have some relatively simple requests from residents that will pay several thousand Mora. Really? That's all? That isn't nearly enough for Paimon. Je mehr Mora, desto besser. Effendi, are there any high-paying commissions available? Ah, I see. Let me think. Spantamad recently initiated a research project on the ley lines and is looking for paid volunteers. There are several researchers in Spantamad who specialize in studying ley lines, so there is a great demand for ley lines data. Researchers often need to enter domains to investigate ley line disorders. They have been understaffed for some time, even after recruiting a good number of their own students. So, now they've turned to recruiting large numbers of volunteers. They offer substantial pay, but they also have strict requirements for the quality of the volunteers. Are you interested? Was für Anforderungen? Yes. Let's walk through the recruitment process. First of all, are you proficient with one or more types of weapon? Tatsächlich bin ich mit allen Arten von Waffen vertraut. Very good. How's your understanding of elements? Are you capable of using elemental powers? Ja, ich bin sehr vertraut mit Elementarreaktionen. Alright, I'll put you down as the traveler, right?
Okay, I've finished the registration. I'll be coordinating the necessary supplies and payments for volunteers later. You'll have to find Gafoor for more details about the job. However, he has an important visitor today, so I don't think he'll be in the academia. According to the standard protocol for receiving visitors, he will most likely bring the visitor to the Puspa Cafe. You can go there and talk to him when his time with the visitor has finished. He sounded like he was in quite the rush to recruit volunteers when he contacted me, but now he's showing a visitor around. Seriously, who could be so important? Das finden wir doch in Kürze raus. Betreten wir das Puspa Kaffeehaus. Scheint ja wirklich erst ganz in der Nähe zu sein. Ah, das ist also das Kaffeehaus. Ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal, wo wir hier drin sind. Na, was hast du eigentlich glauben? Ich weiß es ganz genau, dass es jetzt das erste Mal ist, wo wir hier drin sind. Also mal sehen, was denn hier wird gleich geschehen. Do you still remember what the coffee's like here? Of course. How could I forget? It used to be my go-to drink here. Listen, Gafoor. I suppose I should call you Professor Gafoor now. We're old acquaintances, so how about we stop beating around the bush, hmm? First you wanted to catch up, and now the coffee. If you have something to say, just say it. Oh, that's Gafoor. He's the one we're searching for. But he seems to be busy talking with someone else. Maybe we should wait for them to finish. Oh, well, it's nothing really. It's just that ever since you left the academia, our original projects and plans have lost their backbone, so to speak. Cyrus is also disappointed. He's always valued you as a proud disciple. Ach, soll das, er sagt, bedeuten, dass Lisa ursprünglich aus Sumeru stammte und dann, er sagt, sich in Mondstadt niedergelassen hat? Sehr interessante Information. It's a real shame that you left the academia, Lisa. With your wisdom and intellect, had you stayed in the academia, you would have become a herbot by now. Hey, das ist Lisa! Hold on. That's Lisa. The librarian Lisa. Our Lisa. Paimon heard that Lisa had studied at the academia before, but that was a long time ago. What's Lisa doing here now? If I'm reading the situation right, you're reminiscing about the past to convince me to come back, aren't you? Well, I heard that you're currently the librarian for the Knights of Favonius in Mondstadt. If you ask me, that's a tragic waste of your talents. Why waste your time and energy on something as trivial as taking care of a library? Your time is much more valuable than that. If you're willing to come back to the academia, I have plenty of projects for you to preside over right away. The academia needs people right now, and some of these projects are quite important. Yawn. So all this talk is to convince me to come back. I'm guessing Professor Cyrus doesn't know that you're talking to me about this. As a matter of fact, he has long wanted you to come back and work at the academia. Is that so? You know, Professor Gafoor, it isn't a good idea to lie to people. Our teacher knows exactly why I left the academia after only 2 years. He would never ask me to come back. Giving up my life in Mondstadt and returning to the academia as a Spantamad researcher. The price of seeking wisdom is no longer something I'm willing to pay. So please, don't bother trying to get me to come back. Wow. So Lisa used to be a Spantamad researcher? Paimon's never heard her mention it before. Psst, Paimon, man kann uns hören! Taking care of a library is important work. I've never considered it a waste of my time.
Wisdom is hidden in every corner of the world. Never underestimate wisdom, no matter how small it may appear. That's what our teacher always said. A good scholar wouldn't overlook the small details, Gafur. I'm sorry. I'm still not used to calling you Professor. Nevertheless, the underlying meaning of what you just said is simply wrong. And there's one other detail you probably haven't noticed. 2 people have been eavesdropping on us for quite a while now. Is there anything we can help you two with? Hello, Lisa. Lange nicht gesehen, Lisa. Well, if it isn't you two. Long time no see, cutie. Paimon. Excuse me, but what business do you two have here? Well, actually, we're here to participate in a research project on ley lines for Spantamad. We just finished registering with Effendi. Da sind wir zufällig auf Lisa getroffen? Das müsste ja gestoßen heißen, A oder? research project on ley lines? Oh, darling, you haven't joined the academia, have you? Nur als Freiwillige. Wir sind und bleiben Abenteurer. Alright, Effendi told us a research project is looking for paid volunteers. That's what we came to see Gafur about. Paid volunteers? Gafur, is the academia really that understaffed? Or are there projects that insist on the use of outsiders? No, the paid volunteers are for a conventional project to monitor the ley lines. All operations follow the prescribed safety protocols. We rely on a lot of manpower to collect the data. There's no way around it now. But if only you would agree to come back and preside over some matters, we wouldn't have to go through all this nonsense. If memory serves me right, collecting ley lines data requires investigators to go deep into domains, which can be dangerous. We've seen our fair share of combat since leaving Mondstadt. Exploring a domain is like a walk in the park to us. It's been so long now. I can only imagine what wonderful stories you have to share. So there's nothing to worry about. Since you two are here to apply for the project, then please wait a moment while I talk to Lisa. I'm sorry, Gafur. My answer is still no. Aren't you even a little bit interested? I have never regretted my decision to leave the academia. And I don't think that will change in the future. I thought after all this time you would have a different answer. But you're still as obstinate as ever, Lisa. You've made yourself clear. I'll only make a fool of myself if I keep insisting. In that case, I still have unfinished business to take care of, so I'll take my leave. See you at the Darshan reunion in a few days. Yes. Don't worry. I'll be there on time. As for you two, please come see me later in the Mautiyima forest when you're free. We'll need your help with the volunteer work. Oh, and one last thing, Lisa. Yes? I wish you the best of luck in Mondstadt. Thank you. Well then, cuties. Now that the recruiter is gone, we can sit down and have a good chat. Ihr meint Gafur, oder? Much has been happening within the academia, and Gafur is paving the way for his future. By the way, Lisa, what brought you to Sumeru? Are the nights okay with you being gone? Of course. Jean gave me an extended paid vacation. It's rare that I get any time off, so I thought to myself, why not go on a trip and relax a little? I don't know how much of our conversation you heard, but I studied in the Spantamad-Darshan at the academia for 2 years. But instead of staying at the academia after graduation, I went back to Mondstadt to become the librarian for the Knights of Favonius. So that's why you came to Sumeru, right? To walk around and meet with your old friends and teachers. Warum habt ihr die Akademie verlassen? You'd like to know, wouldn't you?
Well, I guess it wouldn't hurt if I told you. After all, it was ages ago. If anything, it all boils down to a difference in philosophy. When I first came to the academia, Professor Cyrus really appreciated my work and invited me to participate in several major projects. But most of those projects ended in failure. To be honest, they went too far trying to achieve wisdom beyond mortal understanding, so failure was only to be expected. I didn't want any part of that lunacy, so I left. Anyway, now that I told you, make sure you keep it between us. Sounds like you've experienced a lot. I don't wish to return to the academia, even if Professor Cyrus came to ask me personally. Rather than conducting experiments day and night, I'm much more suited for working hours that start after 10 a.m., with regular afternoon tea every day. Oh, Lisa chose to be a librarian because she doesn't want to deal with hassles all the time. Typisch I Lisa. prefer to take things at my own pace when it comes to tiring tasks like a job. And besides, being able to take regular vacations is also really important. It's a pity I didn't even have time to visit that child in Gandharvaville yet. Gafur found me just after I arrived in Sumeru. Speaking of which, what about you two? What brings my favorite cuties to Sumeru? Ihr erzählt Lisa, was ihr nach eurer Ankunft in Sumeru erlebt habt. I see. Even I didn't expect them to be so bent on their pursuit, wanting to even surpass the gods. Sounds like you were involved in some remarkable events again, and I was completely unaware. And to think, you were even able to handle a crisis of that magnitude. Cutie, your abilities are really beyond measure. Having accomplished such a feat, I'm sure you must have a lot on your plate right now. I was actually thinking about inviting you two to walk around Sumeru with me. What a pity. It's very rare for us to meet like this. Och, wir sind nicht so beschäftigt. Oh, then would you like to spend some time with me, darling? That would be wonderful. I plan to spend the next few days visiting around Sumeru City. At the end of my stay, I'll leave from Gandharvaville and return to Mondstadt via Liyue. Who knows? Perhaps we'll bump into each other again in Sumeru City or Gandharvaville. Come to think of it, there's something romantic about such a chance encounter like this. It's like icing on the cake for this little vacation of mine. If you see me around, be sure to come and say hello. Otherwise, I might start feeling lonely. Okay, im Stadtgebiet. Warte mal, geht's zum Team-Dickicht? Ja. Schade. Kein Spaziergang, jetzt müssen wir sowieso doch erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Also, das Dickicht. Das ist das gleiche drüben. Und was ist das hier? Wo die Wurzeln tief vergraben liegen? Ach so, das war ja, sag ja noch von Aranaras. Na, mal sehen. Vielleicht dauert das, sag nicht allzu lange. Tja, eine Organisation aus Netznaya, sie scheint über ein unglaubliches Maß an Technik zu verfügen und ist sogar in der Lage, Ruinenwächter auseinanderzunehmen und zu analysieren. Naja, und er sagt auch selbst, Ruinenwächter zu bauen. Das weiß er ganz genau. Man darf, sagt nicht den einen Legendenauftrag mit dem Grafen vergessen. Da waren wir auch in einer Ruinenwächterfabrik des Doktors ja gewesen.
Na, wie geht's denn jetzt bitte weiter? Yo. Let me inform you of some details. Spantamad has been involved with the ley lines for a long time, and it's imperative that their current is constantly monitored. This research project was also organized to help meet this demand. However, because abnormal fluctuations often occur in Sumeru domains, we must regularly send people deep into various domains to record the situation with the ley lines. Since it's often dangerous inside the domains, we've established a rule of only dispatching personnel with combat capabilities. It'll be your task to go into the domain and record any ley line anomalies. However, if you encounter any danger, please prioritize your safety. Well, those are all the necessary details. When you're ready, you may enter the domain. Tja, da mal ran in die Arbeit. So, bei der Aktionsherausforderung Wiederaufblühen der Rosen musst du 3 Truppen erstellen und mit diesen 3 Kampfrunden in Folge bestehen. Wenn du in der vorgegebenen Zeit alle Gegner besiegst, kannst du in Abhängigkeit von der verbleibenden Zeit zusätzliche Punkte erhalten und je nach der Gesamtpunktzahl das entsprechende Abzeichen erhalten. Tja, die bei der Truppenerstellung auf der Verbandsposition gestellte Figur tritt in Truppen mehrere Runden auf und erhält Verstärkungseffekte. Für jede Truppe können 2 Beistandstechniken ausgewählt werden, welche im Kampf Beistand leisten. Tja, probieren wir es doch einfach mal aus. Wo war denn jetzt? Ja, hier, der Eingang. Wird schon schief gehen. Okay, sieh mal an, es gibt, sag hier, mehrere Tage dafür. Mal sehen, Figuren zum Probieren. Mal sehen, was war denn da jetzt eben noch? Na, das wird jetzt auch immer interessanter, würde ich mal sagen. Gut, haben wir jetzt, sag hier noch ein paar andere Sachen. Donnergrollen. Nein. Okay, dann haben wir gleich alles. Gut, dann können wir jetzt die Herausforderung mal starten. Wir haben zwar noch nicht LA-Fan, aber... und werden ihn höchstwahrscheinlich noch nicht kriegen. Aber... wir können ihn dann jetzt auf jeden Fall hier mal ausprobieren. Bei dieser Mission. Sehr interessant auch, dass das auch eine Sache ist, die mehrere Tage geht. Auch mal wieder sehr faszinierend. Nur habe ich jetzt nicht so ganz auf die Belohnung geachtet, die man kriegen kann. Naja, was soll's. Mit Elementaranomalien kennen wir uns, sag jetzt ja sowieso aus. Here you are. Time for retribution! There is no escape. Inazuma shines eternal.
A process of elimination. Things are about to get dicey. Okay, die nächste Runde beginnt sofort. Das ging also jetzt wirklich ziemlich schnell. Waren ja gerade mal ein paar Sekunden. Scatter. Punishment! Scatter. Spring forth. Here comes the catch. Busted. Flicker. The process of elimination. Also das war, sagt wirklich schon mal ziemlich heftig. Die letzte Runde wiederum. Das wird jetzt wiederum auch ein bisschen kritisch. Weil wir da jetzt sowieso nicht gerade die richtigen Charaktere haben, aber... Everyone hold hands! Shiver! Yeah! Uruguay, you're up! Let's spark things up a little. The Temple of Wisdom! Yeah! 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 You can't run! Lights out. Stay put! Oh. Judgment! No good, Uruguay! Tja, Silber. Sicher, sag als nicht schlecht an. Tja, nicht übel. Die anderen zwei Herausforderungen, die können wir dann jetzt auch nochmal machen. Und ansonsten das Ergebnis von etwas über 6000 Punkte. War nicht schlecht. Aber da jetzt auch was mit Multiplikator von 1 war, gehe ich jetzt eigentlich auch davon aus, wir hätten den Multiplikator auch höher stellen können. Aber auch hier mal wieder abwarten. Ob ich erst die Ladezeiten so ein bisschen verzögere? Tja, wer weiß. So, sonst noch irgendwas jetzt hier? Na, mal sehen. Gibt es irgendwelche Belohnungen? Er sagt jetzt schon mal. Punkte-Multiplikator gibt es auf alle Fälle. Okay, das Wichtigste haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gekriegt. Um die Kleidung zu kriegen, müssen wir alle Herausforderungen abschließen. Tja, ist ja, sag auch kein Problem.
Tja, machen wir dann jetzt doch erstmal eine etwas eigenartige Kombination. Die sich dann hier wird am Ende lohnen. Tja, eine Kleinigkeit jetzt hier noch einstellen. Und dann starten wir mal die Herausforderung. Dürfte ja sowieso kein Problem sein. Wenn wir, sag immer, nur die erste Siegbedingung erfüllen und daraufhin dann sowieso auch noch das immer wiederholen, geht das ja klar. Naja, und dann müssen wir sowieso noch ein bisschen warten. Yahoo! Yeah. Time for takeoff. Ha. Yeah. Burn! Yeah. Lights out. Think you can get away? Verdict is... Gut, erste Runde erfolgreich, nächste Runde beginnt sofort. Tja, und daraufhin haben wir gleich sowieso noch ein bisschen Urgestein mit dabei. Oh nein, das ist jetzt nicht gut. Time for takeoff. YingTie, los geht's! Brace yourself. Burn! Allow me. Think you can get away? Here we go. Okay, durch YingTie haben wir auf jeden Fall jetzt sehr gut diese Konfrontation mit den Garnwölfen überstanden. Retribution! Order guide you. Things are about to get dicey. Burn! Sayonara special. Yeah. Gotcha. This is order. Stabilize. Here comes the catch. Verdict is... Tja, Herausforderung. Wunderbar gemeistert. Wobei es sich jetzt noch zeigen muss, ob wir die nötigen Punkte erreicht haben. Aber theoretisch ja. Die nächsten 80 Urgestein sind unser.
Was braucht es da eigentlich so lange Ladezeiten? Tja, warten. Angeln, Sumeru, Goldbrigaden, Elemente, Verbesserung von Figuren, Gandhara. Blüten des Flusses der Elemente, Irmenzul, Sumeru, Waffen, Elementarreaktion, Verwelkung. So, weiter geht's. Ah, warte mal, das war ein bisschen zu früh. Aber ich glaube eigentlich, dass wir hier mit der Sache auch schon weitermachen können. So, machen wir das mal so, mal so. Ach so. Das ist jetzt noch ein bisschen besser. Besser als nichts. Gut, beginnen wir dann mal die Herausforderung. Die nötigen Punkte kriegen wir jetzt so oder so zusammen. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Illusion shattered. Punishment! Quietly now. Game's up. Time's over. Now you shall perish. There is no escape. Tja. Vielleicht hätten wir doch den Multiplikator ein bisschen höher stellen sollen. Weil im Allgemeinen kommen wir jetzt damit doch ein bisschen zu schnell voran. Time for retribution! One with my blade. Submit for judgment. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Order guide you. Solidify. Im Allgemeinen kommen wir jetzt hiermit viel zu schnell voran. You are not welcome here. I got you covered. Don't get too close. This is order. Gather.
Things are about to get dicey. Gotcha. Quietly now. Tja, im Großen und Ganzen hätten wir wirklich den Schwierigkeitsgrad erhöhen können. Aber wie schon gesagt, es kommt hier einzig und allein auf das Urgestein an. Und sonst ja nix. So, Matima, eine Energieform, die in der Vergangenheit durch die Träume und Erinnerungen des Waldes geschaffen wurde. Sie erhält das Überleben des Waldes und wirkt der Invasion der Verwelkung entgegen. Sie scheint mit den Aranara kommunizieren zu können. Kusaba, sowohl Samen als auch Frucht, daran verdichtet, sind Erinnerungen und Kräfte von Aranara, die durch unzerbrechliche Freundschaften entfesselt wurden. So. Also, 160 Urgestein. Fürs Wiederaufblühen der Rosen. Tja, wie es zu erwarten war. Also dann ein weiteres Mal der Versuch. Tja, ein weiteres Mal hat's nichts gebracht. Tja, einfach mal so. So, auf alle Fälle haben wir jetzt, sag mal, wieder nicht so viel erreichen können. Aber hey, es war, sag sowieso auch schon mal ziemlich gut gewesen, dass wir in der letzten Version den Wanderer erhielten. Dass jetzt, sag mit Alephan, sagt nicht klappte. Tja, schade. Aber noch haben wir auch ein bisschen Zeit. Es kann sowieso demnächst auch mal wieder zurück nach Liyue gehen. Und jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Wenn wir dann erstmal die nächsten Aktionen absolvieren werden.